Servus Leitland. Wo steht heute auf dem Programm? Wie einige sicher schon mitgekriegt haben, eine Hauptschnitzelanlage. Und da ist mal eine Kesselreinigung zu machen. Das mache ich eigentlich halber so zwei, dreimal im Jahr. Das war eben die Anlage da. Das ist von Lindner und Sommerauer. Die hat etwas 30 kW. Und da wollen wir jetzt einfach mal den Kessel alles ausputzen und ja, ganz normale Wartungen. Und ja, so ein Ausschussauger auch. Der geht eigentlich ganz gut. Und der Außenbehälter. Wie man da sieht, es sind keine Gruben. Keine groben Außenrückstände oder halt Holzrückstände drin. Also verbrennt sie relativ sauber. Da ist eben eine Flugaussche. Man hat nicht viel sehen. Ja, vielleicht sieht man die Brennkammer. Und außen tun wir 4 Schamötsteine. Ist eigentlich auch Watschen einfach aufgebaut und das hat mir bei der Anlage so gefallen. Die läuft jetzt 3 Jahre, 4 Jahre. Und schon eigentlich noch keine Probleme gehabt. Außer einmal, da bin ich mit dem Hauptschnitzel füllen, aber zu tief hingekommen. Den Vasen hat sie nicht gefressen, aber es ist eigentlich ganz komplikationslos. Dann schauen wir eben da die Klappe. Da ist noch eben der Kessel drin. Wie gesagt, das kann man auch vom Grüßkehrer machen lassen. Aber das tut schon, wenn man selber tut nachher. Kennt man sich gar in der Materie auch ein bisschen was aus. Und nachher braucht man aber auch Störungen, nicht unbedingt in der kalten Wohnung sitzen. Wenn du dann nachher selber wieder zu helfen weißt. Das ist halt meine Meinung. Ja, da sieht man schon wieso. Da ist alles die Feinausche drin. Der hat noch eben da isolieren. Dann behindert es auch den Wärmeaustausch ein bisschen. Da ist zwar die automatische Reinigungsanlage, die Federn da, aber eben zweimal im Jahr zerlege ich das alles und putze es sauber. Nachher geht es wieder ohne Probleme. Keine Ahnung, ob das da was rechts seht oder nicht. So. Dann fangen wir mal an. Jetzt dann wir einfach da über die Löcher erhöhen. Logischerweise fängt man von oben nach unten an. Ist Wasser weh. Kontraproduktiv, sage ich jetzt einmal. Und zuerst unten alles ausputzen und dann haben wir wieder von oben anfangen. Oder halt nachher wieder meine Fechtigpimpfer oben weitermachen. Und das so geht es halt alles nach dahin. Und dann haben wir nochmal ein Werkzeug suchen. So, 13. Das ist Hauptgeil.
schaut doch gleich besser aus. Die Hackschnitzel, besser gesagt das Brennholz, sind hauptsächlich da so von der Sogen so ein Spießer und eben muss aus dem eigenen Wald das so umfahren. Halt, falsch richtig. Das Holz aus dem eigenen Wald, was er so umfällt. Deswegen haben wir eigentlich für die Hackschnitzel entschieden. Die Asche haue auf die Mischleg. Ist ja eigentlich ein Dünger. Das ist ein bisschen eine Fummelei, aber es geht. So, das war jetzt die erste Reihe. Das sind eben die Federn, die was da noch auf und da folgen beim Reinigen. Das sind eben die Federn da, die folgen da noch mit dem Hebel, mit dem mechanischen Hebel da auf und nieder und strafen eben die überschüssige Asche. Jetzt schalten wir aber den Saugzug ein bisschen hin, dass es da jetzt am Stab nicht als Warmaustragung, Putzmotor, Lüfter war eins. Dann lassen wir den da ein bisschen gehen, dass es uns den Stab da anzieht. Dann haben wir noch die andere Seite raus. Die Heizungen ist eben bei uns im Haus die Zentralheizung und das Warmwasser. Da ist im Keller ein 1500 Liter Pufferspeicher und ein 200 Liter oder 250 Liter Boiler, Rauchswasserboiler. So, dann ficken wir die da noch raus. Wer zählen kann, sich geben, der ist vierreihig. Okay, ja, na da liegen. Hat da eben mehrere Kammern. Standard ist eben ein zweireihiger. Der hört nachher der Wärmetauscher da auf. Aber es sieht auch ein zweireihiger getan, aber ich habe den eingebildet. So, dann ist da also eine Bürste, was da reinpasst. Da sieht man jetzt eben schön, wie das da sich umsetzt mit der Zeit. Und eben, wenn ich das nicht hier und da mal reinigst, dann hast du halt viel Wärmeverlust. Wärmeverlust, was so über den Rauchgang außen geht. Ich denke mir halt, wieso soll einfach etwas zahlen, was man selber auch errichtet, wenn man nicht so bequem ist. Nicht sieht, dass ich keinen anderen nichts verlungert, aber da weiß ich, was ich gemacht habe, weiß ich, dass es passt und fertig. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich stelle da wie weiter vorher. Ich hoffe, dass es auch weh passiert.
So sind. Das war noch das gewesen. Jetzt gehen wir die Biersten anbiersten. Klingt auch gut. Also, Trottel. So. Nummer 1 ist wieder drin. Das war jetzt wieder super. Das gilt jetzt eben auch aufzupassen, dass der Duller da hat. Oh, aber noch nicht das Drahtl. Wenn wir mal gleich wieder Rache gefischt haben. Ein bisschen rot. Okay. Wo bist du denn? Und schon ist er wieder da. So, die nächste Reihe. Die nächste Reihe bitte, hat er gesagt. Gelaufen hat die alle da innen. Also tun wir den wieder da innen her. Ja. Alles umsetzen. Halt, verkehrt. Das sind selbstsichernde. Den ist vielleicht eingequetscht vom letzten Gewindegang, deswegen spägen sie. Und verkehrt, da setzt man sie eigentlich eh nicht um. So, dann ziehen wir den wieder alles runter. Zwar sollte das alles möglichst Spiel haben. Nicht so groß, aber halt, dass es halt einfach leicht geht. Siehst du, der ist jetzt starre. Das ist jetzt zu fest. Einfach leicht geht, ja. So, Nummer 1 ist fertig. Da halt die ersten 2 Reihen. Nachher machen wir noch eine kleine Funktionskontrolle. Da sieht man jetzt eben schön, dass er putzt. Da hat man eh schon das Quietschen und unten haben wir die Hebel zu schmillen. Nachher können wir da eigentlich wieder zumachen. Wie gesagt, das muss jetzt nicht lupenrein sein, weil dann schaut ja eh gleich wieder raus. Was wichtig ist, ist da die Dichtung, dass die sauber bleibt. So, oder? Klappe zu, auf dort. Na, und haben wir da noch den Schutzdeckel. Und fertig. Dann geht es da weiter. Die nächste Baustelle ist nachher eben da. Das ist die Brennkammer. Da werden wir zuerst mit dem Spachtel mal alles ausschauen. Und da einen Aschenbehälter verlassen. Da unten sieht man auch einen Drehrust. Und in der Mitte eben schiebst du den Hauptschnitzel an, da geht die Einzugsschnecke rein. Da sieht man auch, dass durch die weißen Ablagerungen da, das passt eigentlich. Und das braune, das dunkle, was man da hinten sieht, da waren eben die ersten Hauptschnitzel leider viel zu nass noch. Lagert sich auch viel mehr ab. Das war jetzt eben das Innenleben.
Dann ist eben da rausgeputzt aus. Da unten in der Mitte, da übers Loch, da kommen eben, da drückt der Hauptschnitzel an. Da ist die Einzugschnecken. Oben die Öffnungen, die werden nachher da vom Drahrust verdeckt. Der scheidet nachher eben die Asche runter. Da rennt sich, das zeige ich nachher. Das Loch da hinten in der Ecke und da die Haltebügel, habt ihr es vielleicht gesehen, das sind da die Räder, die sind für die Primarluft zuständig. Die regeln eigentlich die Flammenstärke. Und unten die Rädern, die sind, das sind da außen, die gehen da durch, da sind Sensoren. Da sind eben so Sensoren, dass die Anlage weiß, wie hoch die Flamme steht und für den Zündvorgang und für was die alles nur das braucht. Da. Und das sind eben die Schamöttsteine da, die 4 Stück, die bilden eben um den Kranz herum die Feuerstelle. Das baue ich jetzt wieder zusammen, nachher zeige ich wieder, wie das zusammengebaut ausschaut. Jetzt sieht man aber mehr, wenn die auch schon weg ist. Da sieht man jetzt eben nachher, wie der putzt. Sind da eben die 4 Schamöttsteine drin, da haben wieder die Primärluftverteiler da. Und ja, jetzt schalte ich das wieder an. Jetzt ist eben der Drehrost wieder zu. Das hat mir bei der Anlage so gut gefallen, dass das einfach Watschen einfach aufgebaut ist. Und der Drehrost ist eigentlich das einzige Teil, was sich im Feuer bewegt. Wenn wir Brenner füllen, dann sieht man da den Hauptschnitzel auch. Nachher schauen wir noch da seitlich rein. Und das alles sauber ausputzen und schmieren. Da sind auch einige Schmierstellen. Ich hoffe, es sieht da ein bisschen etwas. Dann können wir wieder ein Werkzeug holen. So, da. Da sieht man jetzt das Gestänge von der Reinigung und die Lager von der Schnecken. Da sieht man eben jetzt einen Antrieb vom Drehrost. Das ist das da. Mit einem Stößdämpfer, dass da halt keine Gewaltaktionen gibt. Da unten ist auch noch ein Hebel. Die Stellen, die halt alle mit einem hitzefesten Fetten schmieren, regelmäßig. Da hinten sieht man auch noch einen Umtriebsmotor. Das ist eigentlich eben einfach mechanisch aufgebaut. Und da sieht man jetzt eben auch die Schufladen unten, wo die auch schön fällt, die Aschebehälter. Das Schmiermittel, wo haben wir das dann? Einmal 2 Pumpen. So, da. Und da, das ist halt ein weißes. Das ist eben Keramik, hitzebeständig bis 1500 Grad. Das ist eigentlich leider, dass es quietscht. Da das Auge schmieren wir auch ein bisschen. Und das war's nachher. Dann schmieren wir nur die Getriebelager für die Schneckenantriebe, für die Raumaustragung. Das werden wir nochmal putzen. Passt. Dann können wir da eigentlich wieder zumachen. So, dann war das auch wieder zu da. Kamin lassen, dann hat da auch wieder der Rüskehrer kommen. Man soll das alle putzen. Und da ist jetzt eigentlich ja, die Aschebehälter noch auszulegen. Und nachher haben da noch die Getriebe eben zu schmieren, oben und unten.
beim Tellerradl das so eine Fögen befüllen geschmiert. Dann müssen wir sie schon wieder starten. Na, was sie geben. Da was gleich ist. Einmal. Zweimal. Getriebe kontrolliere jetzt nicht, weil solange alles dumm und Brösen drucken ist, machen wir da keine Gedanken. Im Großen und Ganzen war's das. Die Aschebehälter müssen wir auslagern. Aha. Da war ein Stein drin. Die auf der Seite. Ja. Ja, schön. In dem 2 Stück. Der ist eben hinten in der Wärmetasche. Setzen wir den wieder da hin. Und nachher starten wir sie wieder. Boilerbetrieb. Einschalten mit der Maserkel. Jetzt putzt er zwar noch einmal, aber das ist Standard. Da die Schauglasler noch schauen. Dass die nicht volle Stab haben. Und dann wischen wir noch ein bisschen an und kriegen dann noch zusammen und fertig. Ja. Da hat man jetzt eben einen Hausluftföhn oder halt, ja, es ist eigentlich nichts anderes als wie ein Hausluftföhn. Der zündet jetzt eben gerade. Sobald die Sensoren dann nachher eben die Flamme recht wahrnehmen, schaltet der Lüfter Föhn an. Jetzt auch. Ah nein, jetzt auch. Jetzt hat man da auch die Rückbahnklappe aufgehen. Jetzt wird dann nachher gleich von der Raumaustragung da und den kleinen Führrad da auf die Einzugsschnecke herladen. Schauen wir da noch mal hin, wie es jetzt ausschaut. Und jawohl. Dann machen wir da wieder zu. Jetzt so. So, dass da rüber. Jetzt fällt eben noch da Öl, bis da ist noch die Einzugsschnecke. Da ist ein Fühler, wenn das voll ist, dann leuchtet da ein Lichtchen. Dann sieht man jetzt das Lichtchen. Jetzt ist es eben voll. Auf alle Fälle ist wieder sauber. Ich bin wieder dreckig. Wie gesagt, da ein Nachgang. Das möchte ich nachher der rausgehört. Der hat da einen feinen Werkzeug. Das war es jetzt eigentlich von meiner Hackschnitzelanlage. Im Bunker oben auf habe ich es gesehen. Das war früher einmal ein Großsilo, ein Hochsilo. Eine Großsilage. Da haben wir eben da ein Tier eingeschnitten. Und da hat man ein Deck betoniert, eingezogen. Und dann ist eben oben jetzt der Hackschnitzelbunker und da der Heizraum. Und der feine Nebeneffekt ist natürlich, wenn du die Tür offen lässt, ist meine Werkstatt auch angenehm. Warum? Ja, Leutlein. Ich hoffe, es hat eigentlich getaugt. Ich glaube, es sind Damen da meines Welt. Ich wünsche eigentlich schöne Feiertage nächste Woche. Einen guten Rutsch, wenn man sich dafür nicht mehr sieht. Wenn es schneit, sieht man sich noch einmal. Wenn es nicht mehr schneit, wahrscheinlich ja nächstes Jahr. Aber ist egal. Auf alle Fälle habe die Ehre.